Well, I need to have my text visible. Well, the disappearing of his wives without a trace had obviously attracted the interest of Scotland Yard, which started to investigate and dug out 2 female skeletons in Waddleson's garden. Ich bereite hier meine Ausstellung Talking Heads vor und wie der Name der Ausstellung schon sagt, sprechen meine Bilder, meine Fotos. Ich bin Fotografin eigentlich und mache keine Filme. Was wir machen, ist, dass wir die Bilder, die stummen Bilder, die analog aufgenommenen Bilder generieren, also Porträtfotos, ja, mit Texten versehen haben und die Texte und der Schauspieler, der diese Texte spricht, muss quasi es einsprechen und das wird über das Bild, was dann das Foto ist, gesetzt und dann hat man als Ergebnis ein sprechendes Foto. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass es eine Art von so einer Meuterei auf der Bounty, so eine Rebellion ist. Also die beiden Orte haben auch eine Reihenfolge, also in sich sind sie dramaturgisch festgelegt. Und meine Bilder, die dort projiziert sind, fangen sich langsam an, aus ihrer Starre zu lösen und zu rebellieren und sich zu beklagen, dass sie sich nicht richtig ins Licht gesetzt fühlen, dass sie sich unscharf fotografiert fühlen, dass sie sich zu körnig finden, weil ich keine digitale Kamera benutzt habe, sondern eine. Aber die erzählen ja auch alle sehr verschieden, wie man das Leben abbildet. Nämlich die eine redet über den Gesang, diese alte Bäuerin aus Sardinien, wie schön, wie der Gesang was bedeutet. Ein anderer Mensch redet über die Schönheit der Literatur, die Dichtung, was das für autonome Bilderwelten kreieren in verschiedenen Gründen. Der andere sagt dann, das ist doch alles Käse, man muss mit der Zeit gehen. Wir leben im digitalen-elektronischen Zeitalter, also müssen wir auf diese neue Ebene von Wirklichkeit hüpfen. Und das ist die Diskussion, die man ja auch hat. Aber was ich so toll fand an der Geschichte, die sie eingangs erzählt hat, dass der Künstler von seinem Kunstwerk abgehalftert wird. Ja, ich werde abgeschafft. Auf seine Wüste geschickt wird, so wie der Mensch. Wir Menschen haben ja einen Technologiepark entwickelt mit unserer unglaublichen Intelligenz, aber zugleich auch menschlichen Dummheit, der uns selber über kurz oder lang abschafft. Also wir werden verschwinden. Das ist natürlich spannend, weil es ist auch eine poetische Arbeit. Also das hört sich jetzt ganz immer so technisch an, aber eigentlich ist es schön, noch eine andere, es ist eigentlich wie wieder zum Schreiben zu kommen. Also ich habe selber meine Fotos neu kennengelernt, weil ich habe ja gesammelt von Porträts, die ich über Jahre gemacht habe und denen Geschichten zu geben und auch Charaktere oder auch eine Haltung, ob das jemand ist, der irgendwie nörglich ist oder ob das jemand ist, der eher poetisch denkt. Also das ist für mich das Spannende an der Arbeit auch. Und das ist natürlich endlos ist eigentlich. Also der Effekt ist erstaunlich, das ist großartig. Man denkt wirklich, also die reden, also die rollen mit den Augen, die Münder bewegen sich, man kann sich alles, auch ein bisschen bewegen. Im Wesentlichen muss man sich auf das Foto, so wie es war, einlassen. Also man kann jetzt nicht sowas machen, aber man kann dieses analoge, altmodische Foto wirklich elektronisch zum Leben erwecken. Und der Effekt ist verblüffend. Wie Passatwind stand ihr der Humor. Sonntags morgens wurde sie bestattet in der Heide, wo kein Bäumchen schatten und auch ihre Unschuld einst verlor. Donnerstags grub ich sie dann wieder aus. Da kam ihr Ohrläppchen so sonderbar vor. Freitags grub ich sie dann wieder ein. Niemand sah das.